Welches ist das beste Schwulen-Musical und warum ist es Bear a Pop-Opera? Cheers Leute und willkommen bei Dead Boy Walking. Ich bin Mick und hier geht's um Musicals. High School Musical, Glee, aber auch Broadway oder West End. Falls euch sowas interessiert, abonniert und aktiviert die Glocke. Und ich präsentiere euch heute mein allerlieblings-Gay-Musical Bear a Pop-Opera. Let's go! Bear feierte 2000 seine Premiere in LA und hatte sein Off-Broadway-Debüt 2004 in New York, weil Off-Broadway in New York ist. 2012 wurde das gesamte Stück umgemodelt in Bear the Musical, wo es nicht durchgesungen ist, wie in Bear a Pop Opera, sondern mehr Dialoge eingefügt wurden, Songs abgeändert wurden, inhaltlich ein bisschen was angepasst wurde. Und seit Premiere gab es unzählige Produktionen, Wales, in Brighton, London, Korea, Deutschland, einmal glaube ich. Ja, ich entdeckte das Musical, da war ich glaube ich 15, 16 rum und völlig in meiner gesamten Sexbeziehung mit meinem hetero Best Friend. Hab dazu eine gesamte Animationsreihe gemacht, check die gern mal aus. Und dieses Musical damals zu sehen und festzustellen, dass ich nicht alleine bin und dass es Songs darüber gibt, die genau beschreiben, wie es in mir drin aussieht und jemand genau den gleichen Struggle durchlebt und ich in meinem Kopf eine Wunschvorstellung oder einen möglichen Outcome durchspielen konnte für mich und meine damalige Beziehung, hat mir so viel gegeben und so viel bedeutet. Denn es war modernes Musical, es war Off-Broadway. Off-Broadway, für die, die damit nichts anfangen können. Am Broadway in New York, Times Square, sind die gesamten großen Shows. Die sind so produziert und geschrieben, dass sie allglatt sind und für so viele Leute wie möglich sind. Disney-Shows. Big Shows, zu denen jeder resonaten kann. Kein Platz hat am Broadway ein Stück über 2 schwule Jungs auf einem katholischen Internat. Das sehen wir mehr am Off-Broadway. Kleine Stücke, die meist moderner, experimentierfreudiger, rockiger, einfach ein bisschen cooler sind, würde ich sagen. Und dazu gehört Bear. Ich habe mir gedacht, heute führe ich euch ein bisschen durch die Geschichte von Bear, probiere das Ganze so gut es geht zu bebildern, musikalisch zu unterlegen. Wahrscheinlich wird das Video entmonetarisiert deswegen, juckt mich aber nicht, weil es mir einfach wichtiger ist, Liebe für dieses Stück zu spreaden, weil es mir damals so geholfen hat und ich denke, vielleicht kann es heute auch noch Kids helfen, die es noch nicht kennen. Wir gehen das Ganze hier durch, falls es keine Produktion in eurer Nähe gibt. Es gibt viele Theateraufführungen, die mitgefilmt wurden auf YouTube. Es ist widely available, würde ich mal sagen. Es ist nicht schwer, dieses Stück online zu finden und zu schauen. However, würde ich töten dafür, eine Live-Produktion davon zu sehen. Ich hoffe, es gibt irgendwann ein London Revival oder eine deutsche Inszenierung nochmal. I would kill. Ich hab's ja gerade schon ein bisschen angeteasert. In Bear a Pop Opera geht es um Peter und Jason. Jason, you're a superstar, man. Jason, did you lose my number? Die zusammen sich ein Zimmer teilen auf einem katholischen Internat, St. Cecilia. Peter ist dabei unser Hauptcharakter, der verliebt in seinen Roommate ist, Jason. Die beiden haben eine Affäre, Jason ist aber eher so der straight-looking Jock. Darum muss das alles geheim bleiben, super secretive. Wie lange das gut geht, das erfahren wir jetzt. Der erste Akt beginnt mit der Messe des Dreikönigsfest, in der Peter eingeschlafen ist und einen Albtraum hat, in dem er zwangsgeoutet wird, in der Messe. He must be exposed. He'll kidnap our children, then take off their clothes. For his 8th birthday, Peter asked for an easy bake oven. His father asked for a divorce. Seine Mom ist da, alle reden darüber und verurteilen ihn dafür. Gleichgesetzt wird wieder homosexuelle Liebe mit übergriffigem Verhalten. Das heißt, du lässt das nach dem armen Jungen und nutzt seine Unwissenheit aus und er ist sich einfach nur nicht im Reinen und du nutzt das einfach so aus. will you drag that poor boy down there with you? He's unsure and you can't change his mind. If you love him so, you'll let him go. Ich glaube, jeder, der gay ist, kennt diese Vorwürfe und dieses Stigma, dass Gay-Liebe immer ein Offense ist oder irgendjemanden angreift. Dass es creepy ist, wenn du in jemanden verliebt bist. Dabei ist Gay-Liebe genauso unschuldig wie jede andere Liebe. Und eine gay-einseitige Liebe ist genauso unschuldig wie jede andere einseitige Liebe. Trotzdem haben wir dieses Stigma. Peter wacht auf, geht betend raus aus der Messe und trifft auf dem Flur Jason und wir sehen instant die Dynamik zwischen den beiden in You and I. Hey little boy, would you like a ride? A lollipop, a puppy? How about a baseball bat? There's one in my pants. You're cute
And it's tough to argue with the heart on. Think that you could lend a hand here if I had the time. Es ist Heavy Flirting, es ist nicht sonderlich subtil, aber es passiert nur, wenn beide alleine sind. Denn sobald andere Leute dazukommen, geht's Jason, you're a superstar, man. Jason, alle wollen wie du sein. Und Jason tut das immer für Peter ab, weil er merkt, Peter belastet das. Hey, es ist nur ein Spiel, es ist alles cool. Du weißt doch, nur wir beide. Nichts zählt außer you and I. You and I, you take my hand, leaving me breathless. Take a look in these big blue eyes so you'll understand. Und mit seinem Charme kommt er durch bei Peter, aber sobald Jason weg ist, hören wir, wie es in Peter wirklich aussieht. In You and I lernen wir, was der Hauptplot des Musicals sein wird, und zwar soll es eine Schulaufführung geben von Romeo und Julia. Peter sagt, hey, spiel doch mit, ich bin hier in der Theater AG, und Jason ist so, nein Mann, ich spiel doch nicht Theater. Und Peter sagt, I think we're the best act this school has ever seen. wir haben diesen typischen Jock-Stereotype aus High School Musical. Theater, it's something gay. Das mache ich nicht, Mann. Ich spiele doch Baseball. Und Peter sagt, du spielst schon seit Ewigkeiten kein Baseball mehr. Mach dich nicht lächerlich. Und trotzdem merkt man da ganz klar, wo beide Charaktere stehen in ihrer Journey bereits, right? Okay, wir kommen zu Role of a Lifetime. Und der Song... Role of a lifetime, it's living a fantasy. A drama that you struggle to erase. Peter fragt sich, wo seine Rolle ist in dieser Beziehung. Ist er nur ein kurzes Abenteuer auf dem Weg von Jason hin zu Kind, Familie, Gartenhaus? Oder ist es seine Aufgabe, ihm tatsächlich da rauszuhelfen und ihm Sicherheit zu geben, dass er sich sicher in sich selbst genug fühlt, um mit Peter wirklich zusammenzukommen und zu sagen, du bist alles, was ich brauche. Und diese Unsicherheit... Am I a savior or a phase? Am I here to damn you or to help you navigate this maze? That's the question, right? Wenn du in dieser Beziehung steckst, in der du nicht weißt, woran du bist, wird irgendwann eine Zeit kommen, in der es besser wird, oder werde ich für immer hier hingehalten und dann abgeschrieben sein? Es ist so gut geschrieben, der Song. Love it. Okay, it's sad, und wir kommen zu der Conclusion, dass Peter sagt, wir tanzen weiter am Rand der Hölle und hoffen, dass keiner verbrennt von uns beiden. It's what it's. Okay, die Auditions gehen los für Romeo und Julia, und es ist ein Chaos. Und wir lernen instant verschiedene Charaktere kennen, aber besonders Schwester Chantal, die Theater AG leitet. Oder Musical AG. Ich meine, sie singen alles, weil es eine Popoper ist. Es sind Pop-Songs ohne gesprochenen Text. Das heißt, wenn du das Album durchhörst, bekommst du das komplette Stück. Isn't that cool? Aber Schwester Chantal ist einfach iconic. Sie ist Zynismus, sie ist Sarkasmus, sie ist all that. Wir lieben Schwester Chantal. I've seen all I can stand to see. Sister, I tripping, girl. I know you didn't just interrupt me. And what's with the warble? Snow White in the house. You're quite a dancer. Too bad you opened your mouth. Ja, das Spiel ist eine Tragödie, aber auch das hier ist gerade eine Tragödie. It's tragic, my dudes. Und dann gibt's Matt. Matt ist ein Klassenkamerad von Jason und Peter, und er singt für Romeo vor. But soft with light through yonder window breaks. It is the east and Juliet is the sun. Und schlägt sich sehr gut. Schwester Chantal mag ihn, und plötzlich hören wir eine Stimme, und Jason ist doch zu den Auditions gekommen. My life were better ended by their hate than death prorogued wanting of thy love. Peter ist so, oh, my boyfriend. Aber er sagt natürlich nichts, aber ist so richtig im Fanboy-Modus. Ist so, oh, wie cool, er ist trotzdem gekommen. Und er spielt Matt an die Wand, wo wir gleich eine kind of Rivalität bekommen, weil beide wollen dieselbe Rolle, aber Jason bekommt die Rolle. Matt muss zurückstecken. Didn't know you were auditioning. Neither did I. Decided this morning. Just like that, huh? Yep. Und zeitgleich entwickelt sich parallel bei den Mädchen eine ähnliche Dynamik. Es gibt Jasons Schwester, die sehr gern Julia werden würde, Nadia, und es gibt Ivy. Ivy wird deklariert als die Schulbitch. Und ich finde, da merkt man ein bisschen, wie das Stück in die Jahre gekommen ist. Weil a lot of Slut-Shaming ist in diesem Stück, was ich persönlich uncool finde, aber es ist halt auch ein Zeitzeugnis von 2000, right? So, Schwester Chantal hat sich entschieden. Jason gewinnt Romeo, und Nadia, seine Schwester, wird nicht Julia. Zum Glück, weil es wäre auch ein weirdes Pair gewesen, wenn einfach Romeo und Julia von zwei Geschwistern gespielt werden. Sharpay und Ryan hätte es wahrscheinlich nicht gestört. Bei Jason und Nadia wäre es komisch gewesen. Nurse, Nadia McConnell. Surprise. I said no drama. You're gonna need a nurse. You got that? Yes, sister. Ivy bekommt Julia. Das heißt, Jason, der Superjock, spielt zusammen mit der Oberbitch der Schule. Und gleich wird klar, she is very flirtatious with him. Hey, Romeo, you coming?
in a sec. Und das passt Matt nicht. Das heißt, oh, da ist die nächste Rivalität. Matt steht auf Ivy und nun hat Jason sowohl seine Rolle als auch das Interesse seines Mädchens, das er gerne hätte. Ungünstig. Peter freut sich für Jason. Peter selber wird Mercutio. How ironic. Mercutio, ich weiß nicht, wer Romeo und Julia kennt, oder Mercutio im Deutschen, ist der beste Freund von Romeo und Best friends playing best friends. How poetic. Peter geht ab, ruft seine Mom an, zurückbleiben nur Jason und Nadia, also die beiden Geschwister. Und wir hören von Nadia, wie scheiße alles für sie ist. Sie kriegt die Rolle nicht ihrer Meinung nach, weil sie dick und gewöhnlich ist. Und da hören wir Plain Jane Fatass. I know a girl full of confidence. Yes, whenever she's full, she's a confident girl. Unglaublich guter Song, der auch zeigt, wer Nadia als Charakter ist. Nämlich ein Mädchen, das lieber den Joke über sich selbst macht. Sehr laut, sehr schroff, sehr aggressiv ist. Ehe jemand wirklich entdeckt, wie sie ist. Nämlich auch zart und zerbrechlich innen drin. Plain Jane Fatass. Hungry for love, she's a sensitive soul. Guys, ich liebe Nadia. Ich mag absolut nicht, dass sie Ivy so sehr hasst, dass sie immer slutshamen muss. Ivy ist nämlich ihre Mitbewohnerin. Die beiden wohnen zusammen in einem Zimmer. Die Dynamik ist toxic AF, weil Nadia einfach nicht drüber hinwegkommt, dass Ivy alles bekommt, weil sie das Popular Girl ist. Und Nadia, wie gerade hier im Casting, mal wieder gegen sie ablust und verliert. Aber sie ist sarkastisch. Sie geht damit um, wie sie glaubt, am besten damit umgehen zu können, nämlich mit Austeilen, mit Angriff, statt im Selbstpity zu versinken. Und ich glaube, das ist was sie halt gelernt hat über die Jahre. Außerdem bekommen beide Post vom Vater und wir merken, dass Jason und Nadia kein sonderlich gutes Verhältnis zu den Eltern haben. Dad's birthday package arrived. 2 weeks late as usual. Here's your birthday check. Financial proof that Dad loves you. Diesmal steht im Brief noch mehr, nämlich, dass Jason an Notre Dame angenommen wurde. Whatever that means. Macht er da sein Studium? Wird er da Pastor? Wird er da... Hey, das wird nicht klar. Da habe ich, glaube ich, einfach zu wenig Ahnung, auch wie katholische Kirche und katholische Internate funktionieren. Aber ja, er wurde in Notre Dame angenommen. Good one. We always knew that you'd keep the McConnell flame burning. Nadia kriegt gleich eins nachgedrückt, nämlich den Satz des Vaters, den sie hätte wahrscheinlich nicht lesen sollen. Wenigstens hältst du die Flamme der Familie aufrecht. Und ja, another one in the guts, right? Es geht weiter und es werden 2 große Partys geplant. Es soll ab zu Rave gehen, denn wir zeigen, auch wenn du auf einem katholischen Internat bist, heißt das nicht, dass alles langweilig ist. Wir lernen Lucas kennen. Lucas ist der Drogen-Hip-Hop-Bad Boy, in den ich früher verknallt war, because Bad Boy, I guess. Come to Wonderland where never finds you. For one enchanted night of dreams disguised in swirling light. Er ist der Typ, der sich auch um die Drogen kümmert und erklärt, welche neuen Drogen er gerade hat. Er sagt, Ecstasy ist unsere Standard-Party-Droge, aber ich habe hier was Neues. Und zwar GHB. Und erklärt deren Nebenwirkungen, dass du mit GHB zum Beispiel super vorsichtig sein musst, wenn eine Überdosis tödlich enden kann. How thoughtful of you, Lucas. You're such a good guy. Pay attention, my friends, cause class is in session. A lesson, more lesson to take the point that I'm stressing. This is stronger than cake. Overdose ain't a joke. Too much is a coma breather, so to your joke. Sie empfehlen auch, den Kirchenvan zu klauen, um zur Rave-Party zu kommen und müssen Matt überreden. Da merkt man auch so ein bisschen, Matt ist der Zurückhaltende, eigentlich eher so der Brave und wahrscheinlich darum auch nicht sonderlich interessant für Ivy, weil Ivy halt mehr so auf die Bad Boys stehen oder auf die Jocks, wie Jason einer ist. Alle sind mit am Start und Matt plant aber, weil er verzweifelt verknallt ist, trotzdem parallel eine Geburtstagsparty für Ivy. Ivy's birthday's in a week. I wanna get her something mad. How about a pair of faker boobs? An STD she hasn't had. Das ist erstmal nicht wichtig, denn erstmal geht's auf die Rave-Party, es wird gedanced, es wird Party gemacht. Ivy kackt irgendwann ab, weil sie zu viel Drogen genommen hat. Matt bringt sie nach draußen. Gentleman. Er ist schon so dieser Typ, der so over-nice Guy, wisst ihr? Schon fast so ein bisschen Incel-Level. Aber nein, er ist schon auch ein good Guy. Er ist schon auch eigentlich ein sehr lieber. Peter und Jason tanzen zusammen, dann hey, it's Party, alle sind auf Drogen und Peter möchte Jason küssen und Jason zieht sich zurück. Let's get some air. You can't kiss me inside? I said I needed some air. Und draußen kommt's zu einem Streit und Peter sagt, warum kannst du mich nicht da drin küssen? Und Jason sagt, warum kann das nicht einfach unser Geheimnis bleiben? Hat doch auch einen Reiz, das einfach nur für uns zu haben. Warum muss es denn die ganze Welt sehen? Und wir kommen zu Best Kept Secret. Best kept secret.
Was ein wundervoller Song ist, weil er auch diese unreife Dynamik von Teenage-Liebe beschreibt. Alles haben wollen, aber nur zu den eigenen Bedingungen. Und wir sehen eigentlich in diesem Song schon, wie toxisch die Seite ist, weil es nicht darum geht, dass es beiden gut geht, sondern dass Jason probiert, Peter davon zu überzeugen, nach seinen Bedingungen diese Beziehung zu gestalten. Und so sollte keine Beziehung funktionieren. You know we can't go on forever this way. All this forever, can't you live for today? Eine Beziehung sollte immer beide Leute glücklich machen und immer eine Verhandlung sein, wie beide Leute glücklich darin sein können. Und Jason probiert es in Best Kept Secret. Meiner Meinung nach versagt er. You have to give the world a chance to what? To see how deep the world can cut. Fatal ist natürlich, dass die ganze Sache draußen stattfindet. Und wer ist gerade rausgegangen, um Ivy rauszubringen, weil sie abgekackt ist? She'll be fine. I'll take her outside. No, I got it. Matt. Und Matt belauscht die ganze Sache. Und wir kriegen instant das Gefühl, das wird scheiße, meine Freunde. Matt ist zerfressen von Eifersucht. Und wir wissen mittlerweile, Bear ist irgendwie das Play in the Play. Sie spielen Romeo und Julia, aber zeitgleich spielen Jason und Peter Romeo und Julia. Diese Star-Crossed Lover, die nicht zusammenbekommen. Und wir wissen alle, wie Eifersucht und Neid auch in Romeo und Julia mit Tybalt reingespielt hat. Ich weiß nicht, ob wir das alle wissen. Ich weiß nicht, ob ihr Romeo und Julia kennt oder gelesen habt oder geguckt habt oder euch das juckt. Aber auch da ist es eine riesige Eifersuchtsgeschichte, die mit reinspielt von Tybalts Seite. Und Tybalt wird gespielt von Matt in dem Stück. Das heißt, wir haben hier so eine sehr nice Parallele der ganzen Romeo und Julia Geschichte. Also wie gesagt, das Spiel im Spiel. Die Rave-Party ist vorbei. Alles endete so kind of okayisch und wir sind bei Ivys Geburtstagsparty, die Matt vorbereiten möchte. Happy birthday. Matt planned the party. Some of it. Thank you. This is very sweet. She's loaded. What happened to her? You told me to keep her busy. Peter gönnt sich ein paar Hash-Brownies, weil er nicht weiß, dass da Hasch drin ist. Aber of course, wenn Lucas auf einer Party ist Dope in Cookies. Und er wird sehr touchy mit Jason und ist so, hey, lass uns tanzen. Das ist doch unser Song, bei dem wir auch auf der Rave getanzt haben. Und Jason ist wieder am Abblocken und ist, Junge, was auf der Rave war, ist eine Sache. In der Schule ist das nicht dasselbe. Wir spielen hier unsere Rollen. Role of a lifetime, my dude. What is wrong with you? I think we're missing so much. Jason, I wish I could shout it. Shout how much I love you. Und hier sehen wir so deutlich wie nie den Unterschied zwischen Peter und Jason, wie Peter sagt, I wish I could shout it. Shout how much I love you. Und Jason ist das komplette Gegenteil. Das macht ihn so viel Angst und lässt ihn so paniken, dass er dann lieber zu Ivy jumpt, die ankommt und sagt, Hey, you any good with a stick? What have you heard? Come help me. und natürlich ist Matt angepisst, denn Ivy ist schon komplett besoffen gekommen, hat ihm ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben, aber auf einmal ist sie wieder komplett bei Jason und Matt steht daneben und guckt das alles mit an und sagt, Ivy, wollen wir nicht tanzen? Und Ivy sagt, Dude, ich bin hier gerade busy, ich komme zu dir. Und dann sagt er, hey, aber vielleicht später. Und sie sagt, Later we Matt. could. I'm talking to later. und man ist so, oh, hat sie nicht gesagt. Und Peter kriegt das natürlich auch alles mit und haut ab. So haben wir zwei abservierte Leute und eine unangenehme Situation von einem Gay-Dude, der so weit in the closet ist, dass er gerade mit einem Girl flirtet, das Hals über Kopf in ihn verknallt ist und offensichtlich mit ihm Dinge tun möchte. What's the rest? Avec moi, I think it goes. It could. Das führt zu One Kiss und One Kiss ist so unangenehm wie die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Don't you want me just like I want you? Please grant the birthday girl her wish. Okay, one kiss. Es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Jason und Ivy, die nach Zuwendung bettelt und Jason, der probiert wegzukommen und sich aber überreden lässt zu One Kiss. Und wem machen wir was vor? Natürlich wissen wir, dass das der Downfall für die gesamte Scheiße sein wird. Shit hit the fan. Peter haut ab, geht in die Kapelle, um einfach seine Ruhe zu haben und trifft da auf Matt, der sich gerade mit Messwein vollsäuft. You have some wine. This is holy wine. Father hasn't blessed it yet. In that case, Grab a chalice. thanks. Life sucks. Here, have the rest. Und er sagt, ja, ich hatte keinen Bock mehr auf die Party. Und Peter sagt, ich auch nicht. Und beide sind zusammen und saufen zusammen und verbrüdern sich und beten zusammen. Kind of. Are you there? Are you there? Do you watch me when I cry? And if
If it's in your power, how can you sit idly by? Und fragen sich, an Gott gerichtet, so, bist du da, wie kann das sein? Wie kann ich immer probieren, alles richtig zu machen, aber immer bin ich der Verlierer in der ganzen Situation? Wie kann das sein, wenn du da bist? Zeig dich. Zeige dich! Und es kommt zu einem unangenehmen Moment, wo beide betrunken sind und anfangen zu tanzen und Matt die Situation zwischen Peter und Jason ja beobachtet hat und fragt, Who's leading? I don't know. Well, who usually leads? und wir sehen, dass Peter ihm was zuflüstert. Und wir können uns sehr sicher sein, dass er ihm genau das bestätigt, was Matt vermutet hat, nämlich, dass zwischen den beiden was läuft. Aber es ein super großes Geheimnis ist und Matt, bitte verrate es nie jemandem, okay? Okay? Matt haut ab und Peter kriegt eine Vision. Just like that, as you do. Stop! Fuck me, Matt. It's Diana Ross. Sure enough ain't. But now I know I got the right person. In der heutigen Version ist es, glaube ich, Beyoncé. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich nur Maria, die heilige Maria, mit ihrem Backup-Sängerin als Engel verkleidet. Und sie erscheinen ihm als Symbol für seine innere Stimme und sagen ihm, ruf deine Mutter an, gesteh ihr alles, geh den nächsten Schritt, genug verstecken. 911 emergency, it's time to be a grown-up. We done gone and made the call, but you need to pick the phone up. Everything's gonna be fine. Alle gehen ab, nächster Tag, wir sind wieder bei den Proben und es gibt ein bisschen Rangeleien, denn auf einmal in der Kampfszene, die geprobt wird zwischen Jason und Matt, die beiden Rivalisten, also zwischen ihren Rollen, Romeo und Tybalt, gibt's einen Showdown und auf einmal wird alles aggressiver, als es sein sollte. What'd you call me? Und auf einmal rastet alles aus und man denkt sich so, oh Matt, musste das wirklich sein? Man merkt, sein Butthurt turned zu einer Zwangsouting-Situation, wo er ihn konfrontiert und genau weiß, wie sehr es Jason verletzen wird. Weil er weiß ja, was los ist von Peter. Und da merken wir auch ein bisschen, Matt, not such a nice guy. Er trifft halt genau da, wo es weh tut. Alles eskaliert, Schwester Chantal geht dazwischen und sagt, Hey, you two, where do you think you are? Public school? Everybody out. und Peter kommt auf Jason zu und sagt so, jo, was war da los? Aber Jason rückt nicht richtig mit der Sprache raus und dann sagt er, whatever. Ich hatte gestern einen Traum von der heiligen Maria, die gesagt hat, ich soll es meiner Mama erzählen. Also lass uns Spring Break doch zu meiner Mom und dann erzählen wir es ihr. Und Jason sagt so, jo, bist du völlig bescheuert? Ich habe eine Zusage in Notre Dame. Soll ich denen sagen, oh, weil ich gerade eine sexuelle Identitätskrise habe, komme ich doch nicht vorbei, wartet mal. Er weiß, das Outing würde seine Zukunft zerstören. Er sagt, vielleicht kommt doch nur mein Vater und schlägt die Scheiße aus mir raus, wenn deine Mom das meiner Mom erzählen und dann sitzen wir alle mit dem Priester und diskutieren über unsere Sexualität. Super Idee, Peter, richtiges Brain. Und Peter sagt, Jason, I can't deal with this anymore. I mean, you're all I have. Don't you get that? und wir jumpen in Ever After, wo Peter sagt, warum bist du so ein Feigling? Und Jason sagt, warum bist du so ein Idiot? Ever After deutet ja schon hin auf ein Märchen und das ist das, was Jason ihm sagt. Es gibt kein Märchen mit einem schwulen Held. This, us, whatever, it needs to stop. Und Peter bleibt am Boden zurück, geschubst von Jason und seine Welt liegt in Scherben vor ihm. So much for our ever after. You can't be the same boy I followed. Thought I'd always follow. You've hurt me more than you know. Während Jason weggeht und sagt, yo Dude, aber erzähl keinen von uns, okay, danke. Dick Move, Jason. Heftigster Dick Move. Spring Break steht an. Letzter Tag vor den Ferien. Nadja macht's uns schmackhaft mit einem schönen Song. Spring, in dem sie erzählt, wie sehr sie Pärchen hasst und alles hasst. Love it. Spring can lick me. Und um gute Stimmung zu verbreiten, fängt sie Schmetterlinge, reißt ihnen die Flügel aus und zeigt das kleinen Kindern. She's inspiring. But however, wir kommen zu One. Alle verabschieden sich, alle Themen kommen zusammen und Ivy möchte sich bei Jason entschuldigen für diesen Kuss und sagt, But I meant all those things I told you. My feelings for you are real. und Jason bestätigt genau das, was Peter befürchtet hat in Role of a Lifetime. Wann kommt der Tag, an dem Jason sagt, ich will aber meine Frau, ich will aber meine Kinder und ich möchte meinen weiß gestrichenen Gartenzaun und meinen Hund. Dieser Moment ist jetzt, in dem er auf alle Avancen von Ivy eingeht und mit ihr im Bett bzw. auf dem Counter landet und wilden Sex hat. One connection, one you promise, one religion, one today. Here inside you, I am certain you can help me find my way. Peter schreit, are you there? Matt schreit, was ist hier alles falsch? Und die beiden ficken, alles ist zerstört. Ende Akt 1.
Und hier sind wir nach Akt 1. Es ist Pause. Ich fühle mich dreckig as fuck und wünsche mir, dass sie ihren Shit wieder aussortieren und endlich ihr Happy Ende finden, right? Man weiß nicht, wo das hingehen soll. Auch Ivy tut einem irgendwo leid, weil sie so hoffnungslos verknallt in Jason ist und er mit ihr spielt und drauf eingegangen ist. But let's see, was Akt 2 für uns hat. Denn wir eröffnen mit einem weiteren Traum. Wedding bells, souls are singing. Wedding bells, truth is ringing. Peter träumt von der Hochzeit von Jason und ihm, aber it's not gonna happen, denn Marriage ist nur für Mann und Frau. Er kommt zu sich und wir sind in einer Szene, in der er gerade auszieht, seine Sachen packt und wir lernen, dass er mit Lucas zusammenzieht, mit unserem Drogen-Bad-Boy Lucas. Und Jason probiert Kontakt zu Peter aufzubauen und Gespräche aufzubauen, aber Peter ist so, nope, it's done. Und diese Downward Spiral geht weiter, wenn Ivy ihn konfrontiert und sagt, hey, du hast dich die ganzen Ferien über nicht gemeldet, but that's fine. Ich hatte die ganze Zeit Sex mit so vielen Leuten gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben, aber du bist der Erste, wo ich wirklich eine Verbundenheit spüre und you touched my soul. Das ist übrigens der Titel von dem Song, den wir dann kriegen. I know it's love. You touch my soul. Und sie sagt, hast du dich schon mal so gefühlt? Und Jason sagt, ja, einmal und trennt sich von ihr, weil er realisiert, Peter war dieses eine Mal, wo er wirklich sich verliebt hat, wo er wirklich einen Seelenpartner gefunden hatte. Maybe someday I wish to God I felt that way. You have touched my soul. You'll never know, but now I have to go. Und wir schneiden rüber zu Peter, der jetzt seine Mom allein anruft, das anscheinend nicht geschafft hat, ganz Spring Break mit ihr zu sprechen und ihr zu gestehen, dass er gay ist und es jetzt per Telefon machen möchte. Und it's a mess. It's a freaking mess, weil seine Mutter so in denial ist. All I ask is an open mind. Peter, perhaps now isn't the best It's time. such a lonely bridge to cross. I'm taking Nana to lunch. Du merkst, sie weiß genau, was kommt. Und je mehr er sich dem Outing nähert, desto mehr macht seine Mom dicht. Mom, I'm Peter, please, I need a break. Whatever it is, we'll have to wait. I'm going to hang up now. I really need to hang up now. Sie will das nicht hören. Sie sagt, ich kann nicht all deine Probleme lösen, Peter, ohne sich angehört zu haben, was seine Probleme sind. Und er sagt, ich will nicht, dass du meine Probleme löst. Ich will nur, dass du mir zuhörst und meine Mom bist und meine Freundin bist. Und sie sagt, ich habe keine Zeit dafür, sorry, und legt auf. Und haut ihn so vor den Kopf und er ist allein mit all seinen Problemen. Und dann kriegen wir aber den Insight von ihr, nämlich Warning. Und wir sehen, wie es in der Mutter aussieht. Dass sie solche Angst hat und eigentlich schon immer wusste, dass das kommt. Und trotzdem so in Denial ist, dass sie jetzt da ist und sagt so, where was the warning? I wish that I could hold him. God, he's all alone and scared. I should be there for him. I love him so, but I am not prepared. Und am Ende merkt sie aber, dass die Liebe zu ihrem Sohn wichtiger ist als all das, was jetzt passiert ist. Was passiert ist passiert, aber ich glaube, ich muss lernen, damit zu leben. Zurück in den Proben, right? Wir wollen fucking Romeo und Julia jetzt endlich auf die Bühne bringen und it's a mess. Frag Schwester Chantal. God gave you 2 left feet. No need to hammer the point home to the audience. And Zach, please don't count out loud. It's like white 2, 3, white 2, 3. Völlig kein Bock mehr drauf. Ivy kommt nicht zu den Proben. Diane muss sie vertreten. Alright, Diane. Fucking Diane. Niemand mag Diane. Diane ist der Nebencharakter, der irgendeine Rolle nur bekommen hat, weil ihre Mom einen Camcorder hat und die Show aufzeichnen kann. Und Diane kommt und probt dann Instant of Ivy Pilgrim's Hand mit Jason und kann nicht mal den Text, obwohl sie ihre Understudy ist. Du denkst, oh fucking Diane, geh nach Hause. Aber weißt du, wer den Text kann? Peter. Also kommt Peter und spielt mit Jason Pilgrim's Hand. good pilgrim, you do wrong your hand too much. Which mannerly devotion shows in this. Und wir kriegen instant die Erleuchtung, zwischen den beiden ist noch was. Und auch wenn Lucas im Hintergrund lacht, kommt Schwester Chantal und sagt, yo, Dude, in Shakespeares Zeiten wurden alle Frauenrollen von Männern gespielt, also hör auf zu atmen. We love Schwester Chantal. Probe ist vorbei und Schwester Chantal behält sich Peter da und sagt so, ich bin nicht blind, ich habe da was gemerkt. Offensichtlich läuft da was oder hast du rein zufällig das gesamte Stück auswendig gelernt, um mit Jason zusammen diese Szene spielen zu können. Und was ich auch nicht cool finde, offensichtlich hat Peter schon in der Confession über seine Gayness geredet, weil das tust du. Und der Pastor hatte nichts Besseres zu tun, als das Schwester Chantal weiterzuerzählen. Es wird sehr klar. Aber statt ihn zu judgen, das zeigt halt die Güte von Schwester Chantal und wie cool sie ist, weil sie sich ausmalen kann, was der Pastor ihm geraten hat. Bete so und so lang und alles ist falsch, alles ist Sünde. Kommt sie zu ihm. Sie sagt ihm, Gott hat dich so gemacht, wie du bist und alles an dir ist richtig. God don't make no trap.
Falls du daran zweifelst und glaubst, dass du schlecht bist oder probierst, was zu sein, was du nicht bist, wäre das der größte Fehler, den du je machen kannst. Von daher ist es so schön, dass Peter, nachdem seine Mom ihn so abgewiesen hat, jetzt doch eine kind-of mütterliche Figur hat, die ihm genau das sagt, was er hören muss. Can I get an amen up in here? Amen. Ivy kommt nochmal reingestürzt zu Jason und sagt so, ja, ich war nicht bei den Proben gewesen, aber ich muss jetzt mal mit dir reden, du ignorierst mich die ganze Zeit, komm in meinem Zimmer vorbei, da lass uns quatschen. Und er sagt, ich muss eigentlich meine Rede vorbereiten, aber fine, I do that. Und dann sind wir in Ivys Zimmer. Keiner kommt, nur Nadia ist da. Und Ivy ist still und in sich gekehrt und sehr traurig. Und Nadia sagt, oh mein Gott, du Crybaby. Poor Ivy. Stuck wanting the one thing she can't have. Ich habe absolut gar kein Mitleid mit dir. Und Ivy fängt an zu erzählen, wie kacke die Situation für sie ist. So, du kennst mich überhaupt nicht. Du denkst die ganze Zeit, mich judgen zu können, weil du glaubst, ich bin dieses Popular Girl und von außen durchblickst du alles. Und durch Ivys Song merken wir, dass unser ganzer Cast sich schon eine Weile kennen muss. Denn sie singt von einem Foto, das sie alle zeigt, als sie noch Kinder und alle Freunde waren, als noch alles einfach und gut war. Und wie abgefuckt ihr Leben jetzt mittlerweile ist, wie sie rumgerannt ist, nie eine wirkliche Verbindung hat zu irgendjemanden. So unwanted, feel its anger in me rise. Und jetzt schwanger ist von Jason. Screw today and screw tomorrow, right, Ivy? That didn't turn out so well. Sie sagt, was bin ich jetzt noch? Bin ich jetzt nur noch eine traurige Teenage-Mom-Statistik? Dream a dream, then dash another. Life is there to interrupt. Someone out there call my mother. Look at me, I'm all grown up. Und wir sehen das erste Mal von Nadias Seite kind of Sympathy für sie und Einsicht, dass Nadia Ivy vielleicht zu Unrecht verurteilt hat. Dann kommt der große Showdown, wo Hell break loose, okay? Wisst ihr noch, Peter wollte mit Jason am Rand der Hölle tanzen und hoffen, dass keiner Feuer fängt? Guess what? Inferno. Promise. Webster's defines promise as a declaration. Jason übt seine Rede, ist offensichtlich nicht zu Ivy gegangen, die kommt dazu und sagt so, yo, warum bist du nicht gekommen? Where have you been? Is this some stupid game? Ich muss an meiner Rede arbeiten, so. Merkst du nicht, dass ich keinen Bock auf dich hab? So, was wir hatten war okay, aber es ist vorbei. Und Ivy sagt, nichts ist vorbei. Ich bin schwanger von dir. Und alles bricht in Jason zusammen. Denn sein Leben ist bisher so. Er denkt Peter, yay, dann denkt er Ivy vielleicht, dann denkt er Ivy nein, dann denkt er Peter eigentlich wieder. Eigentlich habe ich ihn immer geliebt. Und auf einmal wird er Vater und muss sich dieser Verantwortung stellen. Und da ist wieder der White Picket Fence. Und war das nicht trotzdem irgendwie mein Wunsch? Und er überlegt sich, wenn wir uns zusammenreißen, wenn wir uns zusammen raufen, vielleicht kann ich lernen, dich zu lieben. Maybe I can. Maybe you can learn to love me too. Vielleicht kann da was entstehen und Ivy bettet ihn an, ja, lass uns das probieren. Und dann auftritt Matt von rechts. Maybe he would love you. Maybe if he weren't that way, he wouldn't treat your feelings like his toy. Maybe it'd make you feel real special like I always wanted to, but he's already in love with a boy. Stichwort Auftritt Peter von links. Habe ich was verpasst? Auftritt Nadia. Jason, have you seen Ivy? I guess you have. You knew. Only since this afternoon. Knew what? Ivy's pregnant and your boyfriend's a dad. Jason ist Matt, hör auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Ich bin nicht mit Peter zusammen. Peter stellt sich dumm. Hä, was, Boyfriend? Ich weiß von gar nichts. Und Matt sagt so, komm, du hast mir alles erzählt. Ich hab's auf der Rave selbst gesehen. Und siehst, wie Ivys Herz bricht und shattert und überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Und Jason auch nicht mehr weiß, was los ist. Alle frieren und Jason ist nur, komm, lasst uns weitermachen, aber alle gehen ab. Jason hat abgefuckt, big time. Alle wissen das von ihm und Peter. Trotzdem hat er Ivy geschwängert. Jason ist noch da und sagt, Peter, du musst mir helfen. Und Peter sagt, ich hab's probiert. Was soll ich hier noch machen? Es tut mir nicht mehr leid. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu schämen und zu entschuldigen dafür. Auch, dass er es Matt erzählt hat, so. Er sagt, I'm sorry, but weißt du was? Eigentlich nicht. Und ich denk, ja, but you should, weil es ist auch nicht deine Aufgabe, ihn zwangs zu outen. Aber du hast so viel Sympathy mit Peter mittlerweile, weil du merkst, durch wie viel Hoops er springen musste. Ist es eine Entschuldigung? Nein, kann man es verstehen in seiner Situation 100%. Gerade in der Isolation, in der er sich halt auch befindet in diesem Internat und dass niemand mit ihm reden will. Und er auch nicht mit irgendwem darüber reden kann. Sie haben probiert, das zu fixen im Bear the Musical, wo er auf einmal ein Mädchen hat, die sagt, oh, ich wollte schon immer einen schwulen besten Freund und aber trotzdem nicht wirklich miteinander reden. Und wisst ihr, wer es ist? Fucking Diane.
ja, Bear the Musical ist nochmal eine andere Sache. Wir bleiben bei Bear a Pop Opera. Alle sind am Boden. Nadia ist noch da und sagt, Jason, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Spaß wird sicherlich nicht, das Vater zu erzählen, aber wann immer du reden willst, ich bin da. Und Call me tonight. Or tomorrow. No, whenever. Just call me. Und wir kriegen den Song Once Upon a Time. Erinnert ihr euch an Ever After, wo er sagt, es gibt kein Märchen mit einem schwulen Held? In Once Upon a Time merkt er ist der schwule Held, aber er ist der gefallene Held, weil er nicht den Mut hatte, der Held zu sein. Er hätte sein sollen für Peter. You said don't look down and then I didn't. Now you're lost above me. Er hat diesen Glimpse, vielleicht kann er was ändern und geht zur Beichte, um Zuspruch zu bekommen, um Mut zu bekommen und zu wissen, kann ich das machen und Gott wird mich trotzdem lieben und wird zerstört vom Priester. Why are you dancing? Why won't you answer? God, won't you tell me, God? No! You know in your heart that the teaching is clear. Faith in the Father has led your soul here. Alles, was der Priester für ihn übrig hat, ist, folg den Lehren der Kirche, stell nicht zu viele Fragen und dann wird Gott dir verzeihen. Go now in the Spirit and live. There's no way. Sad cut. Wir sind bei der Aufführung. Schwester Chantal kann endlich ihre fucking Romeo und Julia Aufführung machen. Es ist die finale Probe, es wird sich eingesungen, gleich geht's los, das große Stück. Lucas ist noch da, verteilt die letzten Drogen vor der Probe, as you do, gibt auch Jason seine Drogenbestellung und fragt ihn, ob sie cool sind, immer noch. Never let it be said I don't deliver. Thanks. You know we're still cool, right? Dasselbe passiert auch zwischen Matt und Peter, weil Matt hat ja das Geheimnis weiterverraten, das Peter ihm eigentlich anvertraut hatte, dass er und Jason ein Paar sind, aber Peter ist weniger forgiving. I'm sorry. It's done. Kannst es nicht rückgängig machen und man merkt, im Reinen sind die nicht wieder miteinander. Wenigstens Two Households klingt schön, Schwester Chantal ist glücklich. Thank you, Jesus. Das Stück soll gleich losgehen, aber Jason zieht Peter noch mal kurz zur Seite und sagt, hey, ich habe mit dem Priester geredet, über uns beide, um zu beweisen, guck, ich habe mich verändert. Und Peter hat so einen Glimpse von Hoffnung und denkt so, wirklich? Du hörst richtig, er hat dieses Leuchten in den Augen und denkt, könnte es doch so sein? Und Jason fragt ihn, What if we escaped this? Peter, you and I ran away, just never looking back. aber Peter's past that point. Er will nicht mehr zurück, er will sich nicht mehr verstecken. Just think about it, please. We could leave right now. Jason, it's over. Und wieder zeigt sich, dass beide einfach nicht on the same page sind gerade. Peter sagt, es ist vorbei, das ist nicht das, was er möchte. Und Jason nimmt seine Drogen, die er gerade von Lucas bekommen hat, und zwar sein GHB, auch bekannt als Liquid Ecstasy, und kippt sich das gesamte Ding hinter. Und als der letzte Call kommt, jetzt geht die Show los, zieht der Peter nochmal kurz zu sich und macht sich komplett emotional nackt. Bear. I've never been this bad. I've never been so scared. I've never felt. Sie denkt daran, wie sie sich kennengelernt haben und Jason sagt ihm, dass er schon immer von ihrem ersten Treffen an in Peter verliebt war und ihn geliebt hat und nie was oder jemanden mehr geliebt hat als ihn. Do you remember the day that you met me? I swear it was yesterday. I knew with a glance. Die Zuneigung und das, was Peter immer hören wollte. Und Peter sagt ihm, dass auch wenn wir uns jetzt hier nicht treffen, ist das kein Abschied für immer. So, wir haben Zeit, vielleicht kommen wir auf dieselbe Seite. Please understand that I try. It's not goodbye. Das Stück beginnt und doch, es ist vorbei. Denn während Peter Queen Mab performt, bricht Jason auf der Bühne während des Stücks zusammen und stirbt in Peters Arm an einer Überdosis Liquid Ecstasy. An dem Gift wie in Romeo und Julia. Are you okay? I'll be fine. Wir hören A Glooming Peace, das Ende, gesungen aus dem Shakespeare-Stück Romeo und Julia. Nur, dass Peter überlebt, anders als in Romeo und Julia, wo beide sterben. Peter bleibt zurück. Wir sehen Peter im Beichtstuhl, dahinter der Priester, hinter seiner Wand. Und der Priester labert sein Standardgelaber. People come to the church at times like these for answers, but I have none. Losing a friend
at such a young age. Wo er genau weiß, es ist mehr als ein Freund gewesen. Peter konfrontiert den Priester. Und als der Priester sagt, wir fragen uns oft, ob es mehr gibt, das wir hätten tun können, fragt ihn Peter, fragen Sie sich das auch? Denn immerhin ist er zu ihnen gekommen und wollte Hilfe haben. Did you know how much he loved? Did you know how much he cared? Lost in the teachings was a boy, so all alone and scared. Und alles, was sie getan haben, ist sich hinter der Wand zu verstecken, so wie jetzt auch. Obwohl sie genau wissen, wie wichtig Empathie in so einer Situation ist, haben sie ihm die nicht gegeben. So sehr, wie wir beide uns geliebt haben, weiß ich, dass das nicht falsch sein kann. That's what I find so odd. Our love was pure and nothing else brought me closer to God. Weil das ist pure und darum geht's im Glauben, um Liebe, nicht um Hass und Zerstörung und Empathieentzug. Der Priester sagt, I'm sorry und Peter antwortet nur, And I forgive you, Father. und I think it's beautiful, weil ich glaube, der Priester meint es nicht aufrichtig, es ist eher so ein tut mir leid für dich. Aber dass Peter hier den Spieß umdreht, ist clever geschrieben. Wir sind bei der Abschiedsfeier, alle haben ihren Abschluss geschafft und es ist ein Platz frei geblieben, auf dem Jason gesessen hätte. Und wir erfahren, wie jeder Charakter, Nadia, Ivy, Matt, Peter, mit dem Verlust umgegangen ist und was es ihm bedeutet. Und als Peter sagt, Dear Jason, how did a simple love get complicated? und in Tränen ausbricht, kommt offstage seine Mom und nimmt ihn halt so in den Arm. Und seit Warning wussten wir ja nicht, wie wird seine Mom damit umgehen. Aber jetzt da zu sein und zu wissen, Jason war so viel mehr als nur der Zimmerfreund und der beste Freund, wie sie ihn ja vorher einmal beschrieben hat, ist so ein Moment, wo ich denke, das gibt mir alles irgendwie, dass sie dann da ist für ihn, um ihn in den Arm zu nehmen. Und wir sehen, wie dunkel die Welt werden würde, wenn wir uns nicht wehren gegen die Intoleranz und die Nicht-Akzeptanz und all das in No Voice. Und dann ändert sich das Motiv von No Voice, um zu zeigen, was aus einer Stimme erwachsen kann, wenn wir doch sprechen. So wie Peter jetzt dasteht und seine Geschichte erzählt hat. Wie eine Stimme zu einer großen Stimme werden kann und uns vereinigen kann und alles verändern kann. Und uns im Endeffekt Erlösung bringen kann. In dem Sinne, dass wir eine bessere Zukunft vor uns haben, wenn wir zusammentreten und dafür eintreten, was uns verbindet. Und nicht stumm bleiben. Das war's, meine Freunde. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, warum dieses Musical, gerade vielleicht auch, wenn ihr meine Sexfreundschaft mit Hetero-BFF-Reihe gesehen habt, warum dieses Musical so viel bedeutet für mich und was mir das Ganze gegeben hat. Es hat mich so beschäftigt, dass ich den gesamten ersten Akt und ich glaube den halben zweiten Akt komplett auf Deutsch übersetzt habe, also mit Songtexten und it's everything. Ich würde sagen, es hat mit mein Leben gerettet. Es war auch mit in der Liste von Songs, die mein Leben gerettet haben. Dieses Stück allein hat mich über so eine schwere Zeit getragen. Falls ihr Bock auf das Stück habt, wie gesagt, googelt einfach mal nach Bear a Pop Opera. Danke, dass ihr mir zugehört habt und ich mit euch mein aller Lieblingsmusical teilen durfte. Wenn ihr keine Aufführung angucken wollt, weil ihr sagt so, ja, mitgefilmte Sachen sind nicht so meins, könnt ihr den gesamten Soundtrack auf Spotify hören, also das gesamte Cast-Album. Und weil es komplett durchgesungen ist, kriegt ihr die gesamte Story auditiv mit. Und mit der Erklärung, die ihr jetzt von mir habt, könnt ihr dann eigene Bilder in eurem Kopf entstehen lassen, was auch extrem nice und cool ist. Falls euch der Content hier gefällt und ihr Bock habt, unterstützt mich gerne auf Patreon, Link in der Videobeschreibung, denn für diese kleine Musical-Szene Videos zu machen, ist immer noch natürlich nicht sonderlich lukrativ, aber es macht mir einfach sehr viel Spaß und falls es euch auch Spaß macht, wäre es ja cool, wenn wir zusammenkommen und den Kanal dadurch länger am Leben halten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich liebe euch. Tschüss.